Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört. Ja, mal kurze Bestandsaufnahme, was ich hier noch an Lebensmitteln bei mir habe. Ich habe einige Sachen schon in Deutschland geholt, weil ich mir gedacht habe, dass hier wahrscheinlich so Trekkingnahrung nicht so leicht auffindbar sein könnte. Das sind 2 5-Minuten-Terrinen, abgefüllt in einen so einen Beutel, einfach damit es ein bisschen Platz spart. Brokkoli, Nudeltopf. Gestern hatte ich hier so ein Adventure Food, das kostet allerdings hier 6 Euro. Ja, es hat schon gut besser geschmeckt als die Maggi-Sachen da. Hätte auch ein bisschen mehr Kalorien. Naja. Hier noch, das hier sind Kakao-Bits. Die sind wirklich super geil. Die hat Marina mir geschenkt. Die sind einmal super lecker und die geben halt richtig Energie, wenn man davon so eine Handvoll isst. Ja, und richtig wach. Hier haben wir noch Kartoffelbrei-Pulver. Das sind auch 2 5-Minuten-Terrinen. Das muss man nur mit Wasser aufgießen, umrühren. Hier ein bisschen Öl, falls ich doch mal endlich mal Gemüse hier finde, so ein bisschen anbraten. Und dann einfach nur noch so ein paar Suppen, die ich einfach noch so im Schrank hatte. Und jede Menge Energieriegel. Vor allem halt diese Peanut Butter, Cliff Bars mag ich voll gerne. Ja, hier hatte ich noch so ein bisschen Eiweißriegel rumliegen. Bisschen was zu knabbern. Und die hatte ich bei X-Trim, als ich da ein Funktionsshirt bestellt habe, haben die mir die irgendwie mitgegeben. Das war ganz nett. Eine vegane Wurst vom DM. Ja, genau. Ich wollte eigentlich frühstücken hier. Ich hatte irgendwo noch so 2 Portionen Müsli rumstehen. Aber das werde ich wohl essen, wenn ich dann im Gebirge bin, weil da komme ich ja schlecht an andere Sachen. Und heute Morgen versuche ich mal nochmal so einen Laden zu erreichen. Ja, und das ist zur Bestandsaufnahme vom Essen. Ja, die letzte Nacht war super still, super entspannt, so ohne Wind und 1000-mal aufwachen und so. Also echt super angenehm. Müssen auch wieder so 8 Grad oder so gewesen sein. Ja, und jetzt bin ich unterwegs. Ich bin angekommen in Yediburlare oder so heißt das, bei Gey. Und da habe ich jetzt erstmal hervorragend gefrühstückt im Türkmen Gözleme Haus. Und ich habe mal was anderes gegessen als Gözleme, nämlich Toast. Und was habe ich dazu gegessen? Na sag schon. Hier. Bauernfrühstück, nämlich Menemen. Türkisches Menemen habe ich gegessen. Und jetzt gehe ich auf meinem Weg weiter Richtung Bell. Ich komme vom Weg ab und finde einen alten Sarkophag. Von einem entfernten Hof rennen Hunde auf mich zu. Die machen was. Na gut, okay.
Ja, also ich sag's ehrlich, es gibt hier so ein paar Abschnitte, da wird man echt ungern wieder zurückgehen. Also, da kann man auch nicht filmen, weil man einfach beide Hände zur Sicherheit benötigt. Aber es ist, fantastisch. Fantastisch. Ja, da hinten sieht man ganz, ganz, ganz klein das Dörflein, wo ich eben war und was gegessen habe. Und der Weg führt hier echt krass durch die Berge. Und man sieht hier diesen weißen Strich, sage ich mal jetzt, runterlaufen hier. Und der zieht sich also von oben bis ganz nach unten. Und da zu passieren, das war echt ein bisschen tricky. Da musste man echt aufpassen. Ja, und hier komme ich gerade her. Ich weiß nicht, ob man die Zeichen gerade sieht auf den Steinen, aber da komme ich gerade her. Genau. Nach einem längeren Anstieg nochmal der typische Geschmack der Türkei. Weißkäse, Oliven, Tomaten, Chai, Ekmek. Das schmeckt. Dem jungen Mann, der dort arbeitet, jedoch nicht. Er hätte mir lieber den Fisch verkauft. Am Brot mit Käse da verdiene er doch nichts, sagt er offen. Wir hielten einen netten Smalltalk und ich versprach, eine positive Bewertung zu hinterlassen. Nachdem ich Gay hinter mir gelassen hatte, ging der Weg über eine lange Straße hoch Richtung Gebirge. Auf dem Berg hoch erschienen in der Ferne riesengroße Nebelströme und zerflossen in Slow Motion zwischen den Gebirgsstücken. Yes, jetzt wird es hier gerade ein bisschen bergiger. Echt abgefahren hier gerade. Entschuldigung, war im Busch. Ich bin gerade, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt. Ich bin auf jeden Fall da in Bell gewesen, hab da gut Kaffee. Hier geht alles schief gerade. Ich habe da guten Tee getrunken und alles bei so einem Typen. Den habe ich auch gut bewertet bei Google Maps, weil er 5-mal gefragt hat. Ja, und jetzt bin ich hier noch auf dem Weg nach Belgegis oder so heißt das. Und habe gerade ein Mädel und einen Typen aus Russland getroffen. Und die haben gesagt, dass wir jetzt wirklich sehr gute Tomaten geben. Und hätten sich wirklich auf Tomaten spezialisiert. Und da hat sie mir auch eine Tomate geschenkt, das Mädchen. Und wirklich ein sweeter Tomato Taste. Und ich bin gespannt, was mir das Dorf dann gleich zu bieten hat. Ich muss aber auch sagen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass man, wenn man hier lang geht, da ankommt. Ich muss dazu mal bald wieder runtergehen. Ja, so, das ist geil, das ist geil. Ja, jetzt bin ich hier oben auf dem Berg angekommen und es ist so super schön grün. Und hier liegen so schwarze Tannenzapfen rum. Und dann stehen da so die Olivenbäume. Das ist absolut geil. Auf dem Berg erwartete mich eine eindrucksvoll saftig grüne Landschaft, umweht von weißen Nebelwolken, einer fast schwarzen Schildkröte und einer Schar zwitschernder Vögel. Jetzt will ich mal hoffen, dass ich gleich bei den Tomatenfeldern ankomme. Ja, spätestens an solchen Stellen bin ich sehr dankbar, dass ich einen Stab dabei habe hier. Weil wenn es so steil runtergeht und gerade hat es ein bisschen genieselt, da ist es echt Gold wert, wenn man sich ein bisschen abstützen kann hier. Ich habe hier übrigens die Black Diamond Distance Carbon Z heißen die. Die sind eigentlich aus dem Trailrunning. Das sind somit die leichtesten Stöcke, die man so bekommen kann. Ich habe den Tipp aus dem Ultralight Forum. Da ist das so praktisch so der Goldstandard, würde ich sagen. Ich habe die ganz günstig bei eBay Kleinanzeigen geschossen und ich bin super, super zufrieden mit denen. So, jetzt kann man endlich wieder gehen und nicht so langsam bergunter kraxeln. Das ist echt ein bisschen erschöpfend gewesen. Aber jetzt komme ich runter ins Tal und da ist ein riesengroßer, schöner Wald mit riesengroßen grünen Flächen. Und entweder bleibe ich da die Nacht oder ich suche mir so eine schöne Pension. Da hätte ich noch mehr Lust drauf. Sieht fast ein bisschen aus wie bei Jurassic Park hier.
Im Tal angekommen, hielt ich Ausschau nach einer Pension und fand das Likia Inn. Ich beschloss, für heute die Nacht hier einzuchecken. Kurz lernte ich noch einen Wanderer aus Deutschland kennen, der sich aber direkt in sein Gemach verzog. Für mich gab es noch reichlich Essen in einer Art Wohnzimmer des Inhabers der Pension. So saß ich zusammen mit dem Inhaber der Pension und einem Hikerpaar aus Südafrika zusammen. Wir unterhielten uns eine ganze Weile. Die beiden aus Südafrika erzählten, sie liefen auch den ganzen Weg. Ihre Übernachtung planten sie allerdings allesamt in Pensionen zu machen. Zelten, das sei nichts für sie. Nach einer ganzen Reihe schmackhafter Speisen verabschiedete ich mich dann in mein Zimmer und damit in die Nacht. Und der Rucksack auf meinen Schultern ist ein Fallschirm in die Freiheit. Ein Zelt, ein Bett, Zahnbürste, Feuerzeug. Wow. Entlang den schönsten Wegen, Berge, Wälder, grüne Ebenen. Es endet erst, wenn der Trail aufhört.